Maurice, laten we zum Anfang singen, Nummer 307. Nummer 307. Im Werke des Herrn dieser Stimmen klang, lasset Christum uns preisen mit lautem Gesang. Lasset euren mit Lust in der Jugendzeit, Talente und Kraft seien Jesu geweiht. Für Gott und für die Kirche, für Christum und sein Werk, für sein Reich, das Reich der Gnade, er macht uns treu und stark. Im Werke des Herrn hier im Heimatland, in Beweisung der Liebe mit Herz und mit Hand, uns gebetsvoll zu weihen in der Jugendzeit, lasst uns erwarten die ewige Freude. Für Gott und für die Kirche, für Christum und sein Werk, für sein Reich, das Reich der Gnade, er macht uns treu und stark. Dem Werke des Herrn auch in Heidenland, lasst uns freudig gedenken mit helfender Hand. Im Vertrauen auf Gott, der den Segen gibt, durch außer der Liebe, wie Jesus uns liebt. Für Gott und für die Kirche, für Christum und sein Werk, für sein Reich, das Reich der Gnade, er macht uns treu und stark. Den Werke des Herrn aufgeweiht, Herrn, mit dem Banner des Kreuzes als Segen voran.
kämpfe tapfer und treu in der Jugend Kraft, voll Glaubens und Mut, deren Sieg uns verschafft. Für Gott und für die Kirche, für Christum und sein Werk, für sein Werk, das Reich der Gnade, er macht uns treu und stark. Nummer 8. Nummer 8. Das ist eine Bemühung, ich kann die andere Stimme im Chor kraftig nachfolgen. Ich lobe den Herrn, den mächtigen Gott, der alle Zeit treu für mich sorgt. Drum lass uns ihn singen, den ewigen Ton, und jauchzen den ewigen Tod. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich, er sorgt für dich und mich. Danke dem Herrn, denn er ist heilig, kommt, singt, lobpreiset ihn. Danke dem Herrn, denn er ist mächtig, er ist ein Licht auf dem Weg. Danke dem Herrn, denn er ist König, Herr, ich danke dir, du bist mächtig, mein Gott. Kommt alle und singet dem Gott meinem Herrn, das Leben er schenkt dir so gern. Er gibt dir die Krone, das ewige Licht, drum säume du länger doch nicht. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich, er sorgt für dich und mich. Danke dem Herrn, denn er ist heilig, kommt, singt, lobpreiset ihn. Danke dem Herrn, denn er ist mächtig, er ist mein Licht auf dem Weg. Danke dem Herrn, denn er ist König, Herr, ich danke dir, du bist mächtig, mein Gott. Einst kommt er als König, will gar Ländern sehen, wie traurig der Leer einst wird stehen. Komm heute und eile, nur kurz ist die Zeit, komm, denn deine Kron liegt bereit. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich, er sorgt für dich und mich. Danke dem Herrn, denn er ist heilig, kommt, singt, lobpreiset ihn. Danke dem Herrn, denn er ist mächtig, er ist mein Licht auf dem Weg. Danke dem Herrn, denn er ist König, Herr, ich danke dir, du bist mächtig, mein Gott.
Danket dem Herrn, denn er ist mächtig. Er ist mein Licht auf dem Weg. Danket dem Herrn, denn er ist König. Herr, ich danke dir. Du bist mächtig, mein Gott. Gut, ich werde ich sowieso noch einmal singen, wie was bekannter wird. Und dann noch einmal so über dem fallen Holz, über dem Harten noch einmal singen. Ein besonderes Leid nicht so, was der redet von wer er ist, am Höchste heben. So könnt ihr alle willkommen hier von dir, das ist ein Gottesdienst, jeder einer, wer hier ist. Wir haben ja Kerls von Kansas, die Schwester bei der Bibel wird in Bolivien, sind 3, sie sind vielleicht nach Maya, sind ein Wort, was nicht verreisen wollen, was sind von dir nicht rum, die sind verreist. So, alle willkommen hier so, jeder einer zum Gottesdienst. Ich will ein Vers lesen, ein paar Vers lesen, uit Psalm für die Sinnerschulklassen Rütgun. Psalm 103 sagt du so Vers 8 wieder, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer hadern, noch ewiglich Zorn halten. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über die, so ihn fürchten. So ferne der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, so ihn fürchten. Hier ist so schön, wo Gott uns ist. So eine schöne Welt, so gnädig, so barmherzig, so geduldig, von großer Güte, sagt er hier. Wer erfordert, der letzte wird sehen dort, so ihn fürchten. Da haben diese Tosai, an diese Versprechung, wie haben das besondere Wort, dann die anfürchten. So, dort ist das Wundervolle. Ich glaube, du hast dich irgendwann in Lehrer reingemerkt, der Sinnerschulklasse. Ich gucke die Hand in reingemerkt, und für die Klassen zurückkommen, weil wir beten, für die Lehrer, für jeder Schüler, für die Jugendlichen, auch so für den Gottesdienst hier, für Kenny wohl, weil hier so die Anleitung haben, wir haben noch Abstunde zum Gebet, für wir dürfen immer gehen. Uns Herr und uns Heiland, wir kommen in diese Stunde, diese besondere Morgenstunde, wo deine Güte ist, wo deine Barmherzigkeit, wo deine Freundlichkeit über uns ist, kommen wir zu dir. Herr, wir können nicht sagen, noch die hochheben, die Anerkennung geben für dort. Wenn du bist da, was das alles gebiert. Herr, du bist da, was uns diese Gelegenheit gibt. Du bist da, was uns diese Radung, diese Hoffnung in die gegeben hat. Die Hoffnung für das ewige Leben. Die Hoffnung auch für das Leben. Wir danken dir dafür. Wir danken dir, dass wir können. In diesem Sinn, und mit dieser Zuversicht, hier kommen, und wir eine bedienungsvolle Zeit haben, wo wir das Hoffnung in uns leben. Dank dir dafür. Sie mit den Brüdern und Schwestern, was uns rechten, mit den Brüdern, was die Anleitung haben, so mit jeder einer, was du so seht und hörst, Herr, gib uns gute Horten, zu empfangen, was du zu sagen hast. Herr, du hast ein Wort. Schenke nur, dass wir nicht von Glück altig sind, über was gesagt wird, sondern wir wollen beherzigen. So ist Maria, die wir dort. Musst du das geben, musst du segnen. Amen. Soll ihr Platz nehmen? Nummer 1 in das spanische Heft. Nummer 1. Dit is de melodie van Prijs dir du ewiger in Deutsch. Bendito potente Dios, a ti te alzamos la voz, danos fervor, Padre glorioso, se muestra tu gran poder, tu reino a extender, Dios de amor. Ven encarnado Dios, a tu palabra la voz, nuestro rogar es que tu bendición de santa comunión, completa redención, pueda viajar.
Espíritu ven, tú testifica del bien al corazón. Omnipotente Dios, vamos de ti en pos, guíanos con tu voz a tu mansión. Oh Santa Trinidad, por la eternidad, démoslo. Sublime majestad, gloriosa potestad, por la eternidad sea tu honor. Morgen Sola. Als voor mijn verjaardag, dat kon voor mijn God hier wat doorbrengen. Ik vergenoeg weer aan hoe ik dat niet kan doen. Zoals het allemaal, dat is instead een grote opgave schijnt te zijn. Ik word champion wanneer als ik dan ten aanleiding uitmerkt. Ik heb dit een ding veel nooit latere tijd. En vielmals wordt einer uitmerkt, dat voor hemzelf veel meer vielleicht als voor de nächsten. Maar dat is wat het im Leben gleich soll sein, dat einer sich gewoon immer verbeteren. So, ich komme op een Überschrift für diese Anleitung, dat sagt, wo merkt dein Leben einen Unterschied? Wie macht dein Leben einen Unterschied? So, was wir tun in ons Leben, dat wird immer einen Unterschied merken, was zum Guten oder zum Schlechten, aber einen Unterschied merkt das, was wir hier einmal sehen auf der Erde. Eine These über das Thema würde sein, dein Leben wird zum Abenteuer, wenn du verstehst und dich darauf einlässt, was Gott eigentlich in dieser Welt vorhat. So, wenn wir können das Ding beleben, wenn wir verstehen, man schnell lassen, was Gott in dieser Welt vorhat. In dem Neuen Testament fing, wo Jesus sein Werk anfing, fertig wir, wo wir Johannes der Täufer, der war Reugemerk für Jesus. Jesus wie getauft, hij tauft Jesus. Voetstap wordt hem verzorgd. Hij wil zich zijn 12 jingen. En dan vangt Jezus met zijn werken aan. Hij laat andere lied aan om nu te volgen. Hij predigt, hij heilt Kranke en dat andere wonders. Wanneer komt ze zu een besondere Zeitpunkt, wo je kunt zijn jingen gezegd hebben, je wil ganz wat Besonderes merken. En de jingen stellen me zo verder en alle opmerksam gehorcht hebben. Weet wat we nu willen doen? Weil Jesus sagt bloß zu Petrus, Jakobus und Johannes. Ich kann es feststellen, Jesus pickt bloß diese 3 Rüt. Sag ich, wie wollen wir Besonderes tun? Ich glaube nicht, dass er einen Unterschied mehr macht wie jener, aber hier sind er diese 3 Rüt wählen. Jetzt die Geschichte von der Verklärung Jesu. Der fing wie in Markus 9, wo sie auf diesen Bäumen abgehen und wo sie was ganz Übernatürliches beleben tun. Ja, wollen wir Markus 9 von Vers 2 und wieder lesen mit Vers 7. Vers 2 sagt so, und nach 6 Tagen nahm Jesus zu sich Petrus, Jakobus und Johannes und führte sie auf einen hohen Berg, besonders allein und verklärte sich vor ihnen. Und seine Kleider wurden hell und sehr weiß wie der Schnee, dass sie kein Färber auf Erden so weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose und hatten eine Rede mit Jesu. Und Petrus antwortete und sprach zu Jesu, Rabbi, hier ist gut sein, lasse uns 3 Hütten machen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste nicht, was er redete, denn sie waren bestürzt. Und es kam eine Wolke, die überschattete sie, und eine Stimme fiel aus der Wolke und sprach, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. So, das wäre eine ganz besondere Begebenheit, wo Jesus eine Verklärung kriegt
seine Kleider beschrieben, ich das so, wo ich eine steht, nur studieren, da ich sehe, nicht können so wird vorwen, so da sein, als seine Kleider gewas wären. Und wie weit noch, Petrus, wie einmal da, wird einmal leicht reden da, wie fängt das hier nicht, und wir können uns feststellen, er wird der andere Jünger vielleicht gesagt haben, der wird doch nicht wahr sein, wir beleben ganz was Besonderes, die wir noch nicht bei. Und dann kann er vielleicht noch vielmals an Ferien holen, nicht? Wenn er den Charakter von dem Petrus kann, da. So, das wird irgendwas sein, was die Jünger immer beholen wollen. Nu wil ons dit mal verführen in ons Leben. Das kann ich so sagen, das ist ein Höhepunkt. Das ist ein Höhepunkt in ons Leben. Das beide wir irgendwo 488 Meter hoch, der Berg Tabor, wo sie angeben, wo das hier passiert ist. Westen von See Genezareth. Aber einmal nicht so sehr geografisch, sondern mal in uns persönliches Leben, wo wir in christliches Leben Höhepunkte haben. Gott, der lud uns einmal an, seine Momente, seine geistlichen Momente aus das zu haben. Weil han att sina Christen sich kennenlernen, dass sie zu Gott kommen. Woher will man uns reden? Christus heute mit Mose und Elia reden dort. Das sind vielmals diese Höhepunkte im Leben, wo unsere Seele frische Luft kriegt, sozusagen. Wo wir keine Erfahrungen merken, hier ab jeden, wo wir so können sagen, das Himmel ab jeden, so scheint es dort gewahr all. Wir brauchen diese Momente mit Gott. Und Gott lädt uns immer wieder an, seine Momente zu erleben. Dass wir durch seine Gemeinde im geistlichen Leben noch ankommen, in diesem Punkt. Aber woran sind seine Momente in uns Leben? Das traf jeder ein von uns. Wenn wir Petrus betrachten, dann ist es nicht überraschend zu denken, in Vers 5, wo er sagt, lasst uns 3 Hütten machen. Er wollte Fuß sagen, hier ist es gut, nu will wir Fuß gebieden, nu will Fuß geblieben. Wir kommen vielmals einen Höhepunkt und sagen, das ist gut, nicht? Nu will wir uns Hütten bauen und das ist gut tun. Jesus fing nicht zu teilen, eine Antwort abgegeben. Das sagt, bis Lut am Vers 7, da kam eine Wolk, die war trockend, und kam eine Stimme raus. Dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. So, das wäre eine Bestätigung von Gott, noch einmal stark, dass die Jünger und Luther wie und Jesus sollen horchen. Kurz nach dem gingen sie vom Beuer auf. Ins Tal, im Tal nennt, kann man sagen. So, und sie werden noch mal knapp in dem Beuer, was passiert dann auf Fuß? Wenn wir dann lesen, Markus 9, Vers 17, fing wir dort, wo das jung wir mit den besätenen Jäs. So, da will Fuß ein Punkt, wo es nicht so gut wäre. Die anderen Jünger hatten eine Diskussion mit dem Volk, die hatten nicht den Jäs ausgetrieben. So, da wären Fuß Probleme. Das ist nicht, dass das Christenleben immer leicht wird sein. Das sind Dinge, wo das schwander wird gehen, wo Charakter auf Gott ans Rückgeropen. Dass die Gemeinde, dass Christen sollen ein Licht rüttachen lassen, für die, was der Help fehlt. In dieser Welt ist viel Leibmangel dat, du hast viel Hungersnot nach das Geistliche. Kurz darauf, Luther in Markus fing, wo Jesus sein Leiden und Sterben dat ankündigen. Markus 9, Vers 31. Hat einer so als alte Jünger gesagt, sie können das nicht verstehen. Petrus will am Fuß wehren, das zum ersten Mal, und jetzt zum zweiten Mal wird er hier Fuß erwähnt, dass sein Leiden und Sterben wird kommen. Und wieder Markus 10, Vers 43 fing wird, wo Jesus sagt, wer am nur folgen will, der soll sein Deiner sein. So sei wie alle Deiner Christi. Wie kann Jesus in verschiedene Wege dienen? So was ich auch sehe, dass wir uns abfallen lassen, dass wir Bäume abgehen, mit Christus uns abfallen und dann raufkommen in den Chaos von dieser Welt. Dass wir sozusagen der Mittelpunkt sind, wo die Welt Jesus Christus in uns sein kann. Wir sind die Quack von dieser Welt, alle Christen. So, einmal zu verstehen, wenn wir sollen diese Gemeinde sein, diese Quack, wo wir sollen rütgehen, Kartenerklärung, was ist eine Gemeinde? Es ist nicht so sagen, ihr meint hier die lokale Gemeinde. Wie ein Christ ist, ein treuer Christ ist eine Gemeinde Gottes bin. So eine Gemeinde
in ik had hier was het proef nu te zijn, wordt het zijn dat eine Gemeinde ist eine himmlische Berufung mit einem himmlischen Volk Gottes und die Gläubigen haben die geistliche Segnungen. Und wir als Christen haben dort viel mehr erfahren. Ein anderer Ding, was eine Gemeinde ist ein Geheimnis zwischen Pfingsten und der Entrückung. So Pfingsten ist rund 2003 gewesen, wo die Heilige Geistes Ausgießung in den Chavi haben. Und wir leben in den Zwischenzeit, bei der Entrückung wird sein. So, in Jesus Christus ist du das Haupt von der Versammlung. Er sagt, der rechte Hand Gottes und der Geist in uns, der Heilige Geist. Und wir kommen zu dem Leib Christi gehören. Wir haben viel klare Botschaften über sind gehört. Und das ist an das Evangelium von der Erfahrung und Glauben, dass man Buße hat, dass man anwendet. Und Jesus seine Erfahrung in der Auferstehung glauben. So ein Punkt ist die Gemeinde im ewigen Aspekt, wo ich die Gemeinde vergleichen, was ewig ist. Dort führt alle Christen an, den ganzen Kreis von Christen, dort wo ich sehe von Pfingsten bei der Entrückung. In dem titlichen Aspekt, was die Gemeinde ist, dort ist die Christen, die zu diesem Zeitpunkt leben. Dann. So, wir sind in der Zeit, wir sind die Gemeinde Christi, wenn die wahre Geburt haben. Und drittens, der örtliche Aspekt, so die lokale Gemeinde. Das Volk wird diese lokale Gemeinde sein, da wir taub kommen in Christi Leib durchstellen. Die Frau ist, die hier still, die hier aktuell zu dieser Gemeinde. So wieder Umwandlungen in uns Leben, in Betrachtungen, wenn wir zu dieser Gemeinde gehören, wo merken wir einen Unterschied in dieser Welt? Ich denke vielmehr an mich. Mein Abend, wo ich hier in dieser lokalen Gemeinde habe, wo wir im Audiosystem schaffen, mir wird das immer weg, ja. Wenn einer hier so, die Diner hier reden, und einer das Audio nicht klar kann mehr, und die Speakers, das nicht klar zu verstehen geht, das wird mich vielmals abregen. Dann denke ich so, du bist ein wichtiges Wort gekommen, und wenn das Speaker-System nicht geschafft hat, was irgendwem das gestiert hat, und dann wird das Wort Gottes nicht vernommen haben. Das erwähnt ich ein Stück Trail, wo Bräuter. Kriegst so Livestreaming, wenn wir das über Internet ausstrahlen dann. Das Internet haben wir für uns Problem, das schafft nicht verändert, vielleicht ein wichtiges Port auf. Das einmal war von der Technologie, das nicht so viel unbelangt, was hier fehlgebracht wird. So, für mich merkt ein Unterschied, was wir einen Unterschied merken können in dieser Sache. Wenn hier eine Musikgruppe spielt, unser Ziel ist immer war, dass wir die Botschaft, die sie singen, und das wird klar zu verstehen werden. Dass nicht die Instrumente oder irgendwas, was dort überwältigen wird. Dass die Botschaft soll rauskommen. Das ist wichtig, was wir hier tun, und wo wir uns verführen, und was fehlgebracht wird, und auf einer kann in Deutschland zu sein, auch das klar wiederbringen. Was wird Daten hier von unserer lokalen Kirche hier, von unserer App-Website und die Botschaften, die ausgestrahlt wurden in den letzten Jahren, die sind über 200.000 Mal geklickt worden. Und ich wünschte, die wären ganz stark gehörig worden. Ich kann die Statistik ausfinden. Vielmals wird die Botschaft gehörig sein, so da kann ein Unterschied im Leben gemerkt haben von jemandem. Tausende CDs wurden gemerkt. Und was wir hier verbringen, führen wir uns ab, dafür wir können in der Welt ein Licht sein. So das ist wichtig, wo uns benehmen ist in alle Dingen. Ein anderes Ding, wenn wir hier singen, dann Musik üben, und die Chor hier singt, die Jugend hier singt, mich ist immer beeindruckend, wenn ich die Jugend hier so halten mit das Audio, und dann ich das antwortet, die Jugendlehrer, die Jugend, die wird hier anleiten, und die beten haben mit der Jugend, kriegt so die Chor, sie beten, dass das soll zum Segen sein für die Nächsten, was sie wollen singen. Für mich merkt das ganz ein Unterschied, Lothar, wenn ich dort weiß, und die Botschaft kommt noch klarer raus für mich im persönlichen Leben. Ein anderes Ding, was wir vielmals sagen, mir fällt sich so, wir sind vielmals nicht sehr gefallsvoll. Ab's wurscht, wir sagen ein Ding so klar machen haben. Wir glauben, der hat nicht auf die Fehler. Aber wir können einen guten Eindruck merken, wenn wir uns Glauben besser ausleben. Mein Zeugnis, mein Lieblingsleut, was er ist, bin froh nun in Jesu und rufe es laut. Wenn wir dort Leute sehen,
singen wir dort mit vom Horten, was dort bedienen dat. Sei wie Frau, singen wir dort Lüd. Vielmals der Eindruck, was wir dann merken. Wenn wir dann bis zu einer Statue stehen und vielleicht meist nicht uns was vermerken, dann merkt doch ein Unterschied von der Botschaft, was wir rüberbringen in Leute. Wir hören so eine gebetsvolle Leute, die erste Leute, was wir sagen von dir. Was wir in Gott, in Christus, sein Werk schaffen. So, denken wir was wir singen dann, dort merken wir Unterschied. In ons alltägliche Leben. Hier sehe ich so viel mit Kurt gekommen, ich habe von der ersten Tag noch mit geschaffen, aber verschiedenste Dinge, die wir bewiesen in uns alltägliche Leben. So habe ich eine Person, die wir von unserer Bekehrung reden und dort aber nicht gut leben. Wir fingen an Matthäus 12, Vers 31 bis 37, wollen wir nicht lesen, wo da redet Jesus von an die Frucht erkennt man den Baum. So wie kann ein gutes Zeugnis haben, wenn die Frucht nicht bewiesen wird, was halbt das dann? Dann sagen wir, das ist Heuchler, nicht so? Ich habe mir aber nur gedacht, das scheint sich so, dass wenn die Widersacher Friede ist mit Menschen, die ein Zeugnis geben, sie sind Christen, aber nicht wirklich sind. Das ist, wenn die Menschen an den Heiligen Jesus, was es betrüben, dass er nicht so gut schmund hat. Dass die wissen, was stammt. Und die wollen ganz gemütlich, wenn Satan so zu sein, lässt uns auch mit aller Tag, wenn höchste Friede, wenn wir uns bekennen, Christen sein und nicht sein. Das ist am gut. Vorhin vielleicht die Kirche und so wieder, dann gute Ding, wenn Wirklichkeit uns fehlt noch das eine Ding. Dass wir wirklich ganz anwenden in Jesus annehmen. So ich glaube, das ist wichtig, dass wir so eine Dinge nur denken. Ich bin es für mich, das hat mir im Leben einen Unterschied gemerkt. Dass ich in meinem jährlichen Monat sie dort bei gewohnt. Da bin ich am ehesten Aachen sein in der Gemeinde, was in Jericho passiert. Was sich vor Geld gestohlen und er verstärkt dort. So was passiert mit diesen Israeliten, wenn sie in eine gingen zu kriegen, die kommen viele Israeliten an. So sagen wir am ehesten Aachen, was der Sinn verstärken wird, dort andere Glieder durch ihr Lieden, dass sie ankommen im Jährlichen. Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, es ist sehr wichtig, was wir kriegt damit. So in der Welt, die braucht auch Unterschied zu merken. Luther Tiet in der Welt, die hat immer mehr an, wenn er sich du besser vertiefen, worin er ganz kann raufkommen, und nicht mehr tun. Aber Gott sei Dank, wir sind nicht von der Welt abhängig. In der Welt ist oft ganz, in der Welt ist es bis einmal am Geld mehr, und sollen wir die Macht haben, nicht so? Schon für den Nächsten zu streben. Und so ja, welche Timer wird Luther Tiet ist angegangen, von der 5G, was du soll nennen kommen, die Network, was soll sehr viel stärker sein für Busia, mit unseren Cellphones noch viel mehr Datos nennen, kriegen kann viel Busia, und die Mensch seine Privatsität im Leben, wo immer mit Elektronik zu tun hat, ist sozusagen viel wieder wahrgenommen nach so steht. So wir heute mal so eine Dinge entgegennehmen, ob wir wollen, kann die Prüfungen merken, wo wir zu gehen, was reich ist und was nicht reich ist. So in dieser Begebenheit lese ich hier eine Stelle von einem Schreiber, Desmond Tutu heute, er ist ein afrikanischer Priester. Er schreibt in einem Buch so von einem Kloster in Rom, wo er wird besiegen. Das ist eine Stelle, wo sie dann Bedürftige und Arme sich am Kämmern. Und er hat so eine Stufe, und er sieht ein Kreuz hängen, wo er wohnt. Und dort Kreuz ein Kruzifix, wo Jesus an ist. Und das Jesus, der wir bis unarms und unbein. Und dann sitzt er dort und dann sagt er, warum hängt hier ein Jesus unarms und unbein? Das ist ja doch nicht reich. Sie sagen, weißt ihr, das ganz wichtig sein, dass er dort stimmt, dass wir das dort haben. Sie sagen, weißt ihr nicht, dass wir rückgeroben sind, Gott seine Arms, Feit in Öhren und Ohren zu sein und so wieder. Wir fingen das 1. Korinther 12, 27, das sagt, ihr seid aber der Leib Christi und Glieder ein jeglicher nach seinem Teil. In Epheser fingen wir dort auch von diesen Gliedern, was wir sind, was wir alle taubschaffen tun. So, wir sind sozusagen Jesu Christi seine Glieder, was wir das wiederbringen wollen.
So, noch mal Umwarnungen für uns Leben. Wie kann uns durchbeten und sagen, wovon steht Gott uns Hafen, seine Gemeinde? Wir können sehr viele Dinge tun. Das kann von den kleinsten Dingen sein. Und wir das für Gott tun in der Gemeinde, wir sind einmal ein Licht in der Welt. Ich bin besonders dankbar für meine Eltern, die immer für mich gebetet haben. Und wir haben ein christliches Heim abgewaschen. Und sie haben mich christlich gelehrt. Ich denke viel an meine Großmama, sie ist auch für jeden. Sie sagt, dass sie für die Großkinder beten wird. Mir merkt einen großen Unterschied. Und was ich kann man nicht vergessen. Und es steht ja wie andere Glaubensgenossen mitmerken. Ich glaube, wir sollen angemogen, klein mal Fehler wiesen. Ob es war, wie man sehr abhosten, dass wir den Glauben nicht auf die Fehler sagen, aber so wie ein klein mal einen Eindruck haben, auf andere. Als wir fremde Jas welkom. Ja, ich sage, wir tun das, da wir das nicht. Als wir andere von Jesus mitteilen, wir sind einmal so toll, ich kijk naar mijn leven los, ik weet niet wat het is. En vielmals de ons baas dat ons we merken kan, dat passiert im Kamerlein, wo wir mit Jesus beten doen. So die Entscheidungen, wo wir merken doen, für diese Gemeinde Christi du zu sein, da wird ein Unterschied merken von Generation zu Generation. Wo vielmals kann sein, wo der Lehrer, der Führer nicht haben, die Kinder, was Gott wieder geregt, und das jaft bloß Chaos dahinter in Herzeleid. Wenn wir die Welt umchecken, kann wir sein, dass sie Jesus braucht. Und wenn wir diese Begebenheit, was Jesus hat, durch einen Boy, wenn wir den ans Leben umwandeln, wenn wir in einen Boy gehen, uns umfallen mit Gott und das draufbringen auf andere Menschen. Ich frage nach einer Abstunde im Gebet. Alweitender Gott vor dem Himmel, wir kommen fertig, wir sagen dir Dank, dass du, was auf diese Erde kommst, und dass du wahrlich wirst für unsere Sünden, um jetzt zu sterben. Wir sagen dir Dank, dass wir können dich als Herr und Heiland annehmen. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir können in eine Gemeinde gehören, was eine himmlische Gemeinde ist, dass wir du in Erbschaft Freude haben, dass du uns da hast mit eingeschrieben, wenn wir die immer an euch nehmen. Und wir freuen, dass wir alle taub können dort raufbringen in diese Welt, wo das fehlen wird. Auf eine oder andere Weg, dass wir keinen Unterschied mehr und dass wir können für den Nächsten durch sein. Ich bitte auch wieder, dass wir uns wieder mit diesem Gottesdienst sein, mit dem Deiner, was die Botschaft hat, vor allem auch mit dem Yes, den schenkt uns einen offenen Horten, einen Acker, den Empfang zu nehmen. In Jesu Namen. Amen. Wir wollen singen Nummer 381. Bin froh nun in Jesu und rufe es laut, mir wurde Erlösung zuteil. Einst lebte ich in Sünden, mein Herz war vergilbt, doch mir war dein völliges Heil. Ich singe, weil mich befreit, weil Jesus mein Herz erneut. Halleluja, wie herrlich, denn nun bin ich sein und bringe es laut, er ist mein. Erfüllt mit dem Geiste, gewaschen im Blut, geheiligt völlig und rein. Die Herrlichkeit Gottes erhält meinen Leib, seit Jesus ins Herz zog ein. Ich singe, weil mich befreit, weil Jesus mein Herz erneut. Halleluja, wie herrlich, denn nun bin ich sein und dröhne es an.
der ist mein. Werd ich auch versucht durch Satan und Sünde, und bin ich auch müde und hart, so weiß ich, mein Heiland ist alle Zeit treu, der stets neue Kraft für mich hat. Ich singe, weil mich befreit, weil Jesus mein Herz erneut. Halleluja, wie herrlich denn nun bin ich sein, und dröhne es laut, der ist mein. So pilgrig weiter zum himmlischen Heim, sei es nun durch Freud oder Leid, dem Heiland vertrauend lebe ich nur für ihn und singe sein Lob alle Zeit. Ich singe, weil mich befreit, weil Jesus mein Herz erneut. Halleluja, wie herrlich denn nun will ich sein, und rühme es laut, der ist mein. Gut, Nummer 494. Feuer 194. Ich will folgen, Jesus, dir von Tag zu Tag, dir nur denen will ich gern. Ob ich hin und wieder auch ermüde mag, dir nur denen will ich gern. Herr, ich steh zu deinem Dienst bereit, alle Kräfte hab ich dir geweiht, ja dir in Zeit und alle Ewigkeit will ich dienen, Herr allein. Lass mich nie vergeuden eine goldene Stund, dienen dir, nur dir, mein Herr. Stets gewärtig des Befehls aus deinem Mund, neben dir, nur dir, mein Herr. Herr, ich steh zu deinem Dienst bereit, alle Kräfte hab ich dir geweiht, ja dir, in Zeit und alle Ewigkeit will ich dienen, Herr allein. Deinem Dienste bis mein letztes Stündlein schlägt, wann dein Weg mir Ruhe gebot, dir zu dienen, dann mit einem besseren Dienst dort in ewiger Seligkeit. Herr, ich steh zu deinem Dienst bereit, alle Kräfte hab ich dir geweiht, ja dir, in Zeit und alle Ewigkeit will ich dienen, Herr allein. Nummer 317. Wordt posten als spreekt nog opstaan.
Lasst uns wirken für den Heiland, der am Kreuz die gefallene Welt erlöset hat. Lasst uns treulich wirken, denn sein Wort gebeugt uns zu tun, die Wunder seiner Gnade. Wollt ihr wirken für ihn, wollt ihr wirken für ihn, leben nur für den, der für uns starb. Ja, wir wirken für ihn, ja, wir wirken für ihn, der zum Eigentum sich uns erwarb. Lasst uns wirken für den Heiland seiner Gnade, danken wir für alles, was wir sind. Denn in Sünden warst du einst auf breitem Pfad, seine Liebe macht zu Gottes Kind. Wollt ihr wirken für ihn, wollt ihr wirken für ihn, leben nur für den, der für uns starb. Ja, wir wirken für ihn, ja, wir wirken für ihn, der zum Eigentum sich uns erwarb. Lasst uns wirken für den Heiland und nicht stehen müßig, denn es ist so viel zu tun. Und uns Herr, so viele, die verloren gehen, lasst uns fleißig sammeln und nicht ruhen. Wollt ihr wirken für ihn, wollt ihr wirken für ihn, leben nur für den, der für uns starb. Ja, wir wirken für ihn, ja, wir wirken für ihn, der zum Eigentum sich uns erwarb. Ja, wir wirken treu für Jesu, gehen gern überall, wo uns sendet hin. Von der Morgenstunde bis zum Abendstern wirken unermüdet nur für ihn. Wollt ihr wirken für ihn, wollt ihr wirken für ihn, leben nur für den, der für uns starb. Ja, wir wirken für ihn, ja, wir wirken für ihn, der zum Eigentum sich uns erwarb. Radio Klotzen. Wir nehmen das Bulletin. Geboren steht, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubet, der wird verdammt werden. Und sagt der Zitat, Mission ist Mitteilung der Heilsgnade an die heillose Welt in der Vollmacht des Heiligen Geistes. Und die Dachen von der Service, der Vorträge von diesen Missionaren, die wählen diesen bibelforschenden Zitat. Gut, wir sind hier das erste von der, dort der Klock 3 Nummer gesagt, dort Jugend, und sie luden über die ganze Gemeinde an, für die Abschlussfeier von der GBS Bibelschule, also in Nähstedt, was dann eine Mennonitengemeinde ist. Die Bibelschule durch, sind ein Wort von unseren Brüdern, was du so in diese 3 Jahren teilnehmen deuten. Sind nicht was falsche Brüder, was in den nächsten 3 Jahren teilnehmen. Und für die Abschlussfeier durch, als jeder eine Eier lud, zur Klock 3. Peter Niedarp, Ricardo Beaumont und, wir sind da in gekommen. Wenn wir letztes Mal wieder in Sebastian. Sebastian, wir wollten wieder, und wer ist noch? Das ist noch eine. Johnny, ist er nie, was du da ist?
Okay? Wie heel veel, dat is nu, kijk. Johnny Kittler. So, de drie wat er nu gleich nog zijn, wat dit moet durchgaan, wat dan nog van eier daar. So, eier loot doet hou. Nächste, hier Nummer 2. Zu von der halb 8 Suve, 37, als jeder eine Eier lud, Vorträgen von diesen Missionaren Robert Miller und Alan Roth, wat waren hier gekommen von der Nummer zum Suve hier so Vorträge haben. Bad ein Karter Vortrag durch so. So, wir machen den alle herzlich anladen und bringen auch wen mit hier so haben, wenn das ein voller Tag ist, aber das ist so schön. Das ist ein gutes Ding und vielleicht sagen je, na, wat jet mir dat an? Ik ben niet een missionskomitee, ik ben niet een missionaar. Wat jet niet door aan, dat jet aan een hart van verlorene zuilen te gaan. Dat jet aan een hart te gaan voor de nächsten. Mission zijn. Also, wir haben alle den Befehl, die kriegen. Du wirst mich veranladen, du wirst ein ungereichen Geweis von diesen Brüdern, auf für 3 Deel, und das sind große Sehen gewesen, für die, was da sein gewesen. Vielleicht haben wir Leute noch von Antwort hier. So, wir möchten die alle herzlich einladen, von der halb 8 so ist. Nächstens Nummer 3, denksächlich auch, s'morgens, als die Gelegenheit, die Schüler waren anzuschreiben für das nächste Schuljahr. Das geht hier um Kindergarten, Primaria, Sekundaria und auch Prepa, Preparatoria nu. Da wir jemand anschreiben, durch so Montag, auch. Auch die Kleider, die Uniformen sind auch aufzuholen. Die Schwestern, die verantwortlich sind, die wollen durch Hand und die dürfen auch denselben Tag, denselben Zeit aufholen von der Schule. Und dann auch Dienstag, so was dann 7:30, singt die Jugend beim Altenheim. 5. Medwerk, nirgends morgens als Neerverein. Die Anleitung ist von Trudi Peters. Und Etengeber sind Paulina Sawatzki und Neta Peters Kampotien. Alle Schwestern dort eingeladen. Nächstens haben wir hier so auch zu Suves dann Medwerk Bibelstunde waren. Anleitung ist von Bruder Johnny Kittler. Und für die Kinderstunde, der Name ist der Hagever sein, hier nicht Buben. Für die 3 und 4 Jahre Kinder ist Paulina Wolf mit der Thema Leben Jesu Nummer 3. Und der 5 und 6 Jahre ist Belinda Jansen mit Leben Jesu Nummer 4. Und der 7 und 8 Jahre ist Bruder Peter Friesen mit der Thema Ruth. Er ist hier von der auch nicht, was da noch war 3 sein. Der 9 Jahre ist Theodemar Jansen mit der Thema Martin Luther, was unsere Bibel übersetzt hat. Der 10 Jahre ist Ricardo Bahnmann mit der Thema von Missionar Jim und Elisabeth Elliott. So, das sind die Themastudium Martin Todd von Medwerk in Vira. 7. Donnerstag, Klock 8 Suves als Chorübung. 8. Freitag, Klock 8 Suves als Jugendchorprobe. En 9. de Mannachor, die traf sich Sinnund, en dort Klock 8 Suves. Du sind, sondern haben sich angegeben, und du hast aber noch Gelegenheit von mir, wenn die mochten dann teilnehmen, die haben das für jeden Malchen und Theodemar Jansen, sind vorne wieder auf das Bulletin buchen, wenn die noch mochten dann teilnehmen. Das ist ein Mannachor, für Sinnund zu, ist Klock 8. 10. Sonntag, 8:30, als Gemeindegebetsstunde. Jeder einer, alle Mann hat sich eingeladen. Der Sonntag, 8:30 morgens. Oftens hier so noch eine Bemerkung auch, was ein anderes Distrikt ist, IMF Church, das ist dann, das ist das kleine Gemeinde in Kanada, wenn wir wollen das so erklären. In Willingdon, das ist Two Hills, Alberta. Die suchen nur einen Lehrer für ihre Klassen, sie haben ihre eigene Schule, wo du auch Englisch kann, also ungereicht jetzt hauptsächlich in Englisch. Als du jemand, der diese Bilder hat, du hast Gelegenheit, du zu erreichen, die dürfen nicht melden und die können John Niefel dazu, das sind Zellular dazu von Alberta. Ich habe WhatsApp. 12. Fürbitte und das Evangelium gedacht, Evangelium, das ist so bedürftig. Du fehlen so viele Arbeiter, du sind so viele Bedürfnisse aller Wegen, beim Zentrum, beim Hilfscenter, und persönlich in aller Wegen. So werden wir für das Evangelium beten, in die Arbeiter in das Evangelium. Und so auch Familien, die in Trüa sind, und das ist über die Harms Familie da, und da sind auch eine John Dickris, und so sind das vielleicht noch mehr, die so in Trüa sind, andere, die ihre Großvater haben, Großpapa haben aufgegeben, und
ich habe für ein viel bitten anstehen. 13 hier Almosen von letzten Sonntag werden saßt in diesen 140 Peso und $212. Und wir möchten hier was einmal so mitteilen, wir checken Rüten nur, wenn das Objekt dafür, dort der Tafel, ein Tafel wird sein, dann 4 Tiende, also 2 Werk wieder. Das ist das Ziel, nicht, wenn Objekt, für der, was das ob ist. Ist da noch was da sein ist? Okay, wir werden von der, unseren Thema bechecken. Und das ist nicht so sehr eine geistliche Nahrung. Das meist, wenn wir eine Andacht haben, dann nehmen wir ein paar Verse, lesen die, beten darüber, denken darüber nur. Und dann das ist eine geistliche Nahrung. Für uns ganz persönlich. Wir brauchen nicht gleich auszufangen, was wir alle bedienen, von wo die herkommen, mit was sich das alles verbindet, sondern irgendwie, was wir erbühen, da geistlich einmal eine Steuerung für den Tag. Und von der haben wir aber, so wie wir das auch bestimmt haben, da eine grundlegende Botschaft. Die Prinzipien des Gebens. Das ist das Thema, die Prinzipien des Gebens. Sondern wo wir uns viel mit der Bibel beschäftigen, ist auch sehr gut. Aber dann haben wir diese weniger Beispiele, weniger Geschichten, aber auch sehr wichtig, sehr liedig. Der Körper, der braucht auch verschiedenes. Einmal, dann nehmen wir uns ein paar Wien drüben, dort verhostig für ein bisschen Kraft haben, Energy, ein bisschen wieder schaffen, oder ruhen vielen, das ist heute Delfleisch. Wer weiß, und nächstes Mal dann dürfen wir uns Vitamine annehmen. Noch ein anderes Mal dann nehmen wir irgendeinen Shake, was Proteine sind. Und ein oder andere, einmal zum Abbauen, einmal zum stärker werden, einmal zum Kraft kriegen. Der Körper braucht verschiedene. Und so auch jährlich braucht wir verschiedene. Und wenn wir bloß immer grundlegende Botschaften haben, dann würden wir jährlich sterben, würden wir krank werden. Und so ja, dann oft gemuckert looten. Wir brauchen da beides, die geistliche Nahrung und auch diese grundlegenden Prinzipien, die brauchen wir auch. Von der, weil wir uns damit beschäftigen, wo lehrt die Bibel über das Geben? Und das, warum das geht. Und wir wollen von der checken, was das lehrt im Vergleich zum Alten Testament, von der das Neue Testament, und was recht wir uns, oder was wir geben. Da wird sehr kort gefühlt machen, wegen der Titel ist sehr kort. Man kann das gar nicht so leicht nennen kriegen. Wir wollen nicht so sehr reden von der geistlichen Part, die Segnungen und so weiter, sondern der praktische Part, die Prinzipien von das Geben. Und damit will ich einmal sagen, dort im Alten Testament habe ich Bibelvers. Und wir checken dann in Hebräer, da muss wir immer checken, im Alten Testament fängt dort an. Und dann muss wir sagen, das Alte Testament zu bechecken, aber immer uns eine Brille dort absagen. In der Brille, was wir uns mal absagen, das ist das Neue Testament. Wir wollen sehr viel blättern, wer will nur kommen, gut, wenn nicht, dann wollte er mal sein, und Luther hat dann abgeschnackt hier. Hebräer 10, Vers 1. Du so sagt, dass es steht, denn das Gesetz hat den Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst. Der Schatten davon. Also, zweiseitig, lang und breit, nicht hoch. Also bis zweiseitig, bis ist ein Schatten, so wie dort. Im Neuen Testament, dann sind dreidimensional, 3 Dimensionen. Dann kann wir noch auf eine andere Weise sein. So, nicht haben wir mal eine Figur, sein Typ zu passen, Typ zu kriegen, wo du bist zweiseitig ist, das schafft nicht. Wegen, wenn wir das dann überklappen, abheben, der Typ passen, dann jaft der 3 Dimensionen und dann schafft das nicht. So, wie sagen du so, du hast einen Schatten im Alten Testament und du hast die Gesetze. So, da werden wir nicht mal checken im Alten Testament, wenn das sagt, das ist der Schatten und nicht das Wörtliche, was ist der Schatten dann, zum sein, als dort im Prinzip ja von der. Und sagt jetzt auch in Kolosser 2,17, das selbe Wort, dort das ist ein Schattenbild. So, du wegen, wenn wir ein Prinzip nehmen, dort sich dort nicht was widersprechen mit dort Alte Testament. Alle im Neuen Testament ist kein wahrer Spruch. Und das ist nicht rüttig doen von das andere. Das ist einer, du kannst sein. Nur bad. Was einfach was erfällt sein, ein aus dem Prinzip. Also, kannst du sagen, es ist das Alte Testament, das dein für 3 Dinge von dir, was wir im Neuen Testament leben. Und das, entweder das abgehoben. Wir haben hier kein Altar mehr, wo wir die Tieren opfern, die Schubtjes opfern. Das ist so weich. Das ist abgehoben, wo wir du hast ein Schubtje, wo du geopfert wird. In Hebräer sagt uns, das ist ein für alle Mal. So, das ist abgehoben. Und du sind andere, die sind Däuper in jässlicher Utgelebt. Dort wird, sagt uns, die Tieren geboten, dort, man soll nicht die nächste Früh haben, sich gelassen lassen. Und was sagt das Neue Testament? Jesus sagt, man muss anchecken und sich interessieren.
dann sind wir all zu weit gegangen. Sondern zijn we dat stijpen, dat jessige geworden, dat zijn sehr schwappet wordt, en sehr wichtig wordt. So wir zijn dat erst nicht gleich alt geworden. En een dreiret wordt dus erst, dat erst opgeloten. Dat steht op. Zum Beispiel die Instrumenten im Gottesdienst. Das sagt du so nicht, dass die sollen sein, das sagt du nicht, dass die nicht sollen sein. So, niemand wir prüfen und entscheiden, wo wir so ein Ding handeln, dass wird ein Segen sein. Wogegen, du ist nicht ein Befehl, du ist nicht ein Verbot. So, diese drei Dinge, das ist das Alte Testament von dir für uns. Und wir werden mal checken, was wir im Alten Bund. Wenn wir checken dann, diese in 1. Mose, dann fängen wir diese auf zum Anfang von Adam seine Söhne, wir fängen von Kain, also in Kapitel 4 all, das 4. Kapitel, fängt wir das erste Mal, dass der geopfert wird. Dann sagen wir hier so all, der Jäuven Gott wird von dort treu, von was er entgegeben hat. Und sagt, das wird nicht von wo das herkommt, wo sie auf der Idee kommen zu opfern. Da wird Gott entgegeben haben. Ich sage mir sicher, das kommt von Adam, Gott hat viel mit Adam geredet, der hat dort wiedergegeben. Das sagt uns nicht. Das finde ich auch nicht so wichtig. Aber sie geben auch treu von dort, was sie geearnt haben, was sie gekriegt haben, was sie sich im Schweiz verdient haben. Verdient. Sag ich uns, das Wort, nur den Garten Eden, hing er dort. So, dann von der, sei wie hier so, sie haben dort dann all getan, dann kann ich einmal bis das sein, von der dort geben, dort hat nicht zu tun mit geben. Geben hat nicht mit geben zu tun. Mit was hat zu tun? 1. Korinther 4,2. Da wir checken, mit was hat geben zu tun. Worum geht es so? Wir haben gesagt, Adam in keinen Abel der Geben von dort, was Gott beschert hat. Was ist das Prinzip von geben? Wo werden wir geben? Und das sagt uns hier so in 1. Korinther 4, sagt es so, dafür halte uns jeder Mann für Christi Diener und Haushalte über Gottes Geheimnisse, die Gemeinde ist eigentlich dort so. Nun sucht man nicht mehr an den Haushalten, denn dass sie treu erfunden werden. Hüsholler. Das Prinzip ist, jetzt hier so am Hüsholler. Ein Hüsholler sein. Was ist ein Hüsholler? Du hast ein Hüs und ich hol dort. Das bedeutet, jemand hat ein Hüs und ich poste nur dort Hüs ab. Dann soll wir hier auch klar, wo das ist. Du hast ein Gitter, du hast ein Klampje, was der Herr uns geben wird. Du Buben, du hast einer, was das sein hat, über diesen Klampen hier so. Und dieser Buben, was das sein hat, der hat uns Richtlinien gegeben. Und diese Richtlinien sind für uns, was wir das Klampje sollen abpassen. Und dann, wenn er uns auf Richtlinien gegeben, bedeutet das, wie nie als Hüsholer für das Klampje, wie man nie Rechenschaft aufgeben. Drei nur den, wer uns die Richtlinien gegeben hat, für das Klampje, was er uns gibt. Er sagt, hier ist das, nu tut man was damit. Nu schaffen wir mit das. So, Hüsholer schafft erst dort. So, wenn die das im Kopf haben, dann haben sie die können uns eins auch gesagt, was denn nu? Dann geht du nu darum, ich will uns hier Tidding abnehmen, was Hüsholerschaft ist. Wo werden wir dann geben tun? Ein Kart, um den Herrn zu gefallen. Hebräer 13, 16 sagt, wohl zu tun und mitzuteilen, vergesset nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Also das ist eigentlich dem Herrn zu gefallen. Eins. Das nächste ist, dem Herrn zu vertrauen. Das ist das zweite, wo werden wir geben tun? Malachi sagt uns dort, 3 verstehen, sagt uns dort, du so, tut mich mal prüfen und prüft mich darin, ob ich nicht das Himmelsfenster auftue. Sagt du, so ist das, 3 verstehen, bringet aber den 10. ganz in mein Kornhaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüfet mich hierin, spricht der Herr selber, ob ich euch nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten in Fülle. So, dass jetzt hier so an den Herrn zu vertrauen. Das Neue Testament sagt uns gleich dasselbe. Da wir checken Matthäus 33. Dort ist uns Hauptvers von der Herr. Matthäus 33. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Fordert mir Rüd, und ich will mir bewiesen. Sag ich dir nicht, der wird, aber ich habe hier Fantopos mit Malachi. Dort wird er durchhintersteigt. Dem Herrn zu vertrauen ist das zweite.
Das Dritte, was uns das Wort sagt, in 5. Mose 14,23, wo der Herr in das Gebot gibt von Jeven, sagt er du so, wohin soll die Jeven, das sind du so der letzte wir in 5. Mose, der letzte Kapitels verhebt, und du so sagt das, hier ist mal der 14. Kapitel, das wird erste, du in das 14. Kapitel sagt uns dort, der letzte Version, hier Vers 23 zum Beispiel, 5. Mose 14, 23. Und 22, du sollst alle Jahre den Zehnten absondern. Dann erklärte du wieder, nannte jeden Lat, sagte du so, auf dass du, in Vers 23, lernest fürchten den Herrn, deinen Gott, dein Leben lang. Das soll wir tun, lernen den Herrn zu fürchten. Das sind Gebote, die Gehorsamsschritt, lehre den Herrn zu fürchten, der Respekt, der Ehrfurcht Gottes, hier so. Was ist das Vierte? Dass wir nicht verjäten, dass alles Gott gehört. Psalm 24, 1 sagt, die Erde ist das Herrn. So einfach bloß. Das gehört alles an. 1. Korinther 4, 7 sagt dasselbe. Wenn wir so lesen dann, das sagt das das. 1. Korinther 4, 7. Denn der hat dich vorgezogen. Was hast du aber, das du nicht empfangen hast? So du es aber empfangen hast, was rühmst du dich denn, als ob du es nicht empfangen hättest? Das von dir selbst verdient hast. Habe empfangen. Naja, wir müssen einmal unterscheiden, der, was das genommen hat, in dem, was der Herr dort gegeben hat. Aber was wir haben, kommt dann von an. Was wir uns nicht genommen haben, als er das gegeben hat, das kommt von an. Wir haben das in der Schatzkammer genommen. So, dass wir nicht verjäten, dass alles gehört dem Herrn. 5. Was wir wollen, was wir machen verstehen und Haushalterschaft, dort erst dem Herrn die Gelegenheit zu geben, dass er seine Treue wiesen, dass er treu ist. Wie sollen das? Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, so sollst du mich preisen. Die Verheißungen, was er geben wird. Also, dass er seine Treue bewiesen an uns Menschen. Dort erst, die Gelegenheit gebe ich ihm, wenn wir geben tun, Haushalterschaft. Und das nächste ist unsere Treue zu ihm. Das ist das erste, was du so Haushalterschaft bedient, was wir machen behalten. Das sage ich du so, nun sucht man nicht mehr in den Haushalten, denn dass sie treu erfunden werden. Treue, das ist von uns wichtig. Was ist das nächste? Matthäus 3, 33 seht ihr uns dort verlass dich auf den Herrn. Da wir noch einmal lesen, das altbekannte, welcher Vers, Matthäus 33 und 34, dort sagt, du so trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Darum sorget nicht für den anderen Morgen, denn der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe. Das zeigt, wir sollen nur dort trachten. Na, was hat uns unsere Taufall? Aber wogegen? Was passiert dahinter? Wir sollen uns die Schätze sammeln im Himmel. Wenn wir hier checken, dann, paar Vers Eier, sagt du so, 19 und 20, werden den 20. lesen, sammelt euch aber Schätze im Himmel, da sie wieder Motte noch Rost fressen, da die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Also den Schatz, den soll wir im Himmel sammeln. Und wo sammeln wir den Schatz im Himmel? Mit so, was wir vorab geschickt haben. Bloß dort, halt uns dort im Himmel. Was do wir noch? Was ist das Prinzip noch von Haushalterschaft? Dort ist wieder Schwierigkeiten verbiegen. Matthäus 34 sagt, dort die Sachen, von denen ich sorgen, und dort bedient alle morgen, besorgt sind, wegen morgen, was sie in ihnen Pläne haben. Dort bedient wieder nur von der, all die Troubles mitnehmen und uns den Tag schwer merken, was er von morgen hat. Ja, für die Zukunft, was es dort sagen. So wie den Schwierigkeiten verbiegen. Was ist das Nächste? Nur Vers 20, dann ist dort weiß, wenn wir dann die Schätze dort absammeln, wo wir nicht den Wert verlieren dann. Hier verlieren wir den Wert. Hier so, schreibt für uns in ihr Ding, laut noch dem Specker stehen, weil wir den Wert verloren. Schreibt für uns in ihren Computer von $2000, 2 Jahre wieder erst bis $1000. Haben wir den Wert verloren. Wo du es einfach das Wort sagst, dort wird 100-fältig geben. Dann da wir $1000
im Himmel checken, was haben du dann? Haben du $100.000. Alles, was wir geben, wird Gott sich dort verdoppeln. So, das ist das Weise, sagt Jesus dort, das Prinzip das Weise. Und was kommt ut dit uit, dat tiende, dat we taubvoeten van al dit. Ut dit komt uit sehr praktisch für uns, dat dat ons beschützen vor den Giets. Das war das. Das beschützen uns vor den Giets. Wenn wir dem Herrn gefallen, am Vertrauen, am Fürchten, nicht verjäten, dass das sind es, und dass er kann seine Treue bewiesen uns gegenüber, wir sind antreu, wir dann die Schätze absammeln, wo wir sollen, und wir uns dort Schwierigkeiten verbiegen, in seinem Wesen mit diesen Entscheidungen, das wird uns bewahren für den Dienst. Gut, das ist Haushalterschaft, das müssen wir immer verstehen. Nu werden wir ein klein bisschen checken, was ist im Alten Testament getan worden. Wir sagen, das Tiende do wir nicht. Wir haben nicht das Tiende. Du sind aber so viele Kirchen, die behaupten, das so sehr stark. Wo wir sagen wir nicht, dass wir gesetzlich und das Tiende uns hauen. Gesetzlich und das Tiende. Wo wir nicht. Weil wir vom fairen Anfang. Abraham, in 1. Mose 14, da fing wie Abraham, aus der Strecke von einer Schlacht, dort ist, wo Abraham das Tiende geben wird. Sagt hier so, Vers 20, und gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand beschlossen hat. Es ist hier so für Abraham die Segen. Und demselben gab Abraham den Zehnten von allem. Melchisedek kam entgegen, dat am du so loven, dat am du so hochheben, dat am du ehren, und Abraham gab den das Tiende. So wir sehen hier so Abraham gab. Nie sagen viele Menschen, Abraham, die wir noch kein Gesetz, die wir noch kein Bund mit dem Volk Israel, du wirst ihm was wie von der das Tiende geben, wenn das erst vor das Gesetz. Und das stimmt nicht. Das Tiende, hier wird all, nur Verhaltung, nur, hier wird ja all verhalten, das hier der Stammführer soll sein. Das passiert, als Abraham all im Bund wird mit Gott, dann gibt er dort, aber wir noch nicht im Befehl. Das wird Luther aus dem Befehl. Also, das wird vor das Gesetz. Und gut, so wie können wir sagen, na ja, dann sag uns das mehr. Im Neuen Testament war noch nicht im Port von das Gesetz wird. Das wird auch vor das Gesetz passiert. So wird es dort weich, das ein klein bisschen mehr. Aber wenn wir mal checken, was das wieder sagt. Der wie mit Abraham. Abraham gibt dort unter ein Gesetz wird. Und das Gesetz wird noch nicht abgekommen. Nun haben wir das nächste. Israel. Das Volk Israel in 3. Mose 27, du sind sehr viel falsch, was in das Befehlen tun. Das Volk Israel war das wahre Hund gesagt, dass sie das sollen geben. In diesem Vers 27, das letzte Kapitel, du so, von Vers 30 bis am Schluss, sage ich, du so, Vers 30, alle Zehnten im Lande, von Samen des Landes und von den Früchten der Bäume, sind des Herrn und sollen dem Herrn heilig sein. Und dann der letzte Vers, dies sind die Gebote, die der Herr dem Mose gebot an die Kinder Israel auf dem Berg Sinai. Im Gebot wird das. So, das wird im Befehl, das Tiende zu geben. Aber nicht bloß das Tiende, das wird noch mehr. Und Gott nimmt das sehr scharf mit das. Er sagt, mit was da jemand hier Licht fühlen in Malachi 3? Das die nicht das Tiende geben. Das erste Ticken an, ungehorsam, das wird nicht treu sein im Aufteilen. Nicht zu seinem Aufteilen. Das erste Ticken von Ungehorsam, Gott sein Wut gegenüber. So wie das Volk Israel. Sie deuten nicht am Vertrauen, sie deuten nicht aufteilen, das Saison. So wir sagen hier so, der läuft zum Herrn, wie das Volk Israel weiß ich, im Gehorsam sein Wut gegenüber. In der Tiende wird immer, wo das erwähnt wird. Lesen wir im Alten Testament, da ist ein Ding, wo der Schwabpunkt, wenn das Volk Israel ist, abirren da, dann wird das Tiende erwähnt. Sie wird nicht mehr treu mit dort. Gut, das ist das Volk Israel. Das Volk und ihrem Gesetz. Nicht checken wir mal, was der Jesus abgeben. Nächste Frau, wie geht es im Alten Testament und im Neuen Testament? Wir haben diese Evangelium hier im Neuen Testament. Das sagt im Neuen Testament, dann haben wir Matthäus 23. Da haben wir mal blättern. Und die erste Frau ist das Neue oder Alte Testament. Und das ist das Alte Testament. Halt wieder Erfahrung. Hij wil de Übergang in das Neue Testament nennen. Aber Jesus, der lebt nach ganz unserem Gesetz, sagt uns das Wort. Galater 4, sagt uns dort,
dass hij sich dort leben darf. So hij lebt unjem Gesetz, der wird unjem Gesetz sein zu halten. Und das können wir doch gleich. Galater 4, wo ich bis lesen, dort sagt Jesus, es steht, da aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe und unter das Gesetz getan, um Charakter zu erlösen. Und nu, wenn wir checken, was hat Jesus gedaan unjem Gesetz? Heute aus dem Gesetzes, sagt hier Vers 23 in Kapitel 23, sagt das steht, weh euch, Schriftgelehrten Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr verzehntet die Minze, Dill und Kümmel und lasset da hinten das schwerste Gesetz, nämlich das Gericht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Gut, viele Trucken, die sehr liberal denken, die sagen, okay, wie denn bist dort, was Jesus sagt, alle wird in Rot, dort wird wir befolgen. Jesus sagt, die sollst ja nicht looten, das Tiende, so wie der das Tiende geben. Aber hier ist ein Problem. Du, mit den Tiende. Die Trucken wird das so sehr verlangt. Von einer Seite sagen wir, so ist in Süden Mexiko, dann jagt alle Menschen in die Truck rüt, wenn einmal predigt der Prediger von El Diezmo, dann muss das Tiende aufteilen, das habe ich da leben können, hat man es nicht zu leben. Und dann hält die Menschen büten in die Truck. Und dann sehen wir hier in Amerika, die große Trucken, wo du so alle wegen sind, wo Dutzende hier sind, die predigen so sehr die Tiende, wegen was Gott so sehr sehnen, wenn dann kann sein, sie sind hier ein Lebensstil leben, wo sie ihre eigenen Jets haben, ihre eigenen Menschen, ihre eigenen Häuser an der Playa und so weiter, und dann sich durch einen guten Tag leben. Das sind ganz, ganz falsche Motive, was du dahinter sind. So deswegen soll wie du so, wir machen verstehen. Jesus hat uns das gesagt. Und er sagt zu dem Volk Israel uns gesagt, halt Jant, halt die Tiende. Du denkst, hey, das alle tun. Aber die kennen welche von den Dal im Garten, wenn die 5 Stiere haben, die eine Stütze, der Hofastig ist aufmerken und dort im Tempel bringen und das Dal auch noch der Tiende aufgeben. Das ist gut, die kennen das. Und blieb dabei, wenn das wieder gesagt. Aber das Wort, was der Wächer ist. So Jesus, der hat dort in der Stadt, der Tiende. Wir müssen checken, wo das wieder geht. Wir müssen checken, was hat die Gemeinde getan. Jesus hat nicht die Gemeinde angefangen. Er hat es vollbracht. In den 12 Jahren hatten die abgehoben. Sie als Aposteln, der Jeffert von der auch nicht. So als Aposteln sollen dann die Gemeinde anfangen. Und was denn sei? In Apostelgeschichte Kapitel 5, sei wir hier so. Ananias und Sapphira und Barnabas. Weil wir ich mal in Apostelgeschichte Kapitel 4 lesen. Der Apostel, der geben Zeugnis von der Verstehung und du wird große Genut bei Allah. Und in dieser Genut, was passiert? Vers 34, Apostelgeschichte 4, 34. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wie viel ihrer waren, die da Äcker oder Häuser hatten, die verkauften sie und brachten das Geld des verkauften Guts und legten es zu der Apostelfüßen und man gab einem jeglichen, was ihm Not war. Josef aber mit den Zunamen von den Aposteln genannt Barnabas, das heißt der Sohn des Trostes, was mit Paulus Luther reisen deut, von Geschlecht ein Levit aus Zypern, er hat im Tempel gedient. Was dieser? Der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es zu der Apostelfüße. Sag ich hier, das sind die Silberstecker, das ist Gold, das sagt dir voll, so viel war ich dort, das ist von mein Acker. Ich habe Hand von der Brücke und habe jetzt ab Mission. Oh, das hielt sich an sehr mehr kräftig, nie wieder ein Poli, die wollen das auch tun. Kapitel 5 sagt er, ein Mann aber mit Namen Ananias samt seinem Weibe Sapphira verkaufte sein Gut und entwandte etwas vom Geld mit Wissen seines Weibes und brachte einen Teil, kriegt nicht so viel nicht, und legte ihn zu der Apostelfüßen. Dann weißt wir wieder, wo die Geschichte ist. Die Apostel, was sagen sie zu Ende? Hier ist ein Prinzip. Sagen sie, check, der Acker wird Diener. Den kostet die Hand. Was der verkauft wird, das Klampengeld wird auch Diener. Was hat Jünd bewegt, in Schien zu geben, was nicht braucht? Wir haben nicht erwartet, ihre Gunst zu geben. Wir haben nicht nur erwartet, dass die den Acker verkauften.
Und als die verkauft haben, kann je auch noch tun damit, was die wollen. So, wir sagen hier so, du hast kein Tiendet mehr. Aber aus dem Prinzip ja. So, nun werden wir checken. Was passiert hier so? Weil wir das im Denken haben, diese Gedanken. Nun werden wir mal checken, wo passt das, was der Apostel und was die Gemeinde anfangen deuten. Was sie deuten, das seht hier so, hier ist dort, und man gab einem jeglichen, was ihm Not war. Dann sehen wir hier so das Zweig, verdient, und wir sehen hier so auch, dass sie können entscheiden. Nun werden wir 1. Korinther checken. 1. Korinther, nee, na, wir wollen 2. Korinther 9. 1. Korinther 9, 2. Korinther 9 haben bad viel davon. In 2. Korinther 9, der Versen 6 und 7, da wir dann mal checken, was sagt uns das Neue Testament über den Grundsatz? Wo tun sie mit dem Alten Testament umgehen? Also, das Alte Testament ist so, das Neue Testament sagt nicht, sie sehen nicht, das Tiende, das ist nicht mehr. So sehen sie nicht. Aber sie sehen dort geben, das Prinzip dort bleibt. Und dort ist dort geben. Und wo zu geben, ja, von dort durch ein feiner Mutstark. So, sie brauchen danach, durch den Mutstark. Das ist noch einmal geblieben, durch die Gemeinde Tiet. 2. Korinther 9, Vers 7 sagt, ich meine aber das, habe viel gesagt, nicht dass er mal Töpfen. Wer da kirchlich sät, der wird doch kirchlich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird doch ernten im Segen. Ein jeglicher nach seiner Willkür, das er will, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, die Motz der Tiende geben. Kein Zwang mehr. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott, nun sagen wir hier so mehrere Grundsätze. Und das haben wir alles mit unseren Schriftstellen bestätigen, dort das dort ist. Erste sagen wir hier, wahrlich. Römer 15, 26 sagt es das. Denn die aus Mazedonien und Achaia, die Gemeindes, haben willig eine gemeinsame Steuer zusammengelegt, den armen Heiligen zu Jerusalem. Nu denkt du knop, dann diese uithouden. So wahrlich, das ist das Erste. Das wir wahrlich geben. Wogegen? Wir sind je freigekauft. Wir denn je freiwillig uns für Jesus entscheiden. Deswegen ist das auch freiwillig ein Zeichen von der Entscheidung, die ich gemerkt habe, für der Leute, was er mir gegeben hat. Wenn ich nicht gerat sein, wollte ich nicht, wollte mir nur streben zu geben. Vielleicht für Menschen, um sich gut fühlen. Aber jetzt hier so wahrlich. Das ist das Erste. Und wenn wir checken dann in 3. Johannes, ich werde die Versen nicht lesen, aber 3. Johannes, da fingen wir auch, nicht ein einzelner Vers, aber du sollst wie diese Gedanken dort, wo je haben, jeden tun. Ich freue mich dort jene Wahrheit wandeln. Und du tust treulich, was du tust an den Brüdern und Gästen. Treulich. Und dann die von deiner Liebe gezeugt haben von der Gemeinde. Und du willst wohltun, wenn du sie abfertigst, würdig für Gott. Also du hast gut mit dir umgefahren, du hast dir sehr viel Bedenken so wieder. Also das positive Bild, so wie du so alle wegen. Und was soll wir hier so noch? In 1. Korinther 8, 3, soll wir nach diesen Gedanken dort, du nur aus wie haben. Sagst du so in 1. Korinther 8, 3, sagst es das, so aber jemand Gott, nee, ich sind hier so arg. 2. Korinther 8, 3, sind hier so arg. 2. Korinther 8, 3, sagt es ist das, denn nach allem Vermögen, das bezeuge ich, und Übervermögen waren sie willig. Sie deuten eigentlich mehr, als was sie können. Sie werden so willig, sie deuten eigentlich mehr, als sie können. Nach Vermögen. So, wir sind von der, wenn wir uns wollen unter Tiende buchstäblich holen, das würde nicht schaffen. Während der Janetät wird es so, jeder Schubtje, was du geboren wird, okay, das ist das Erste. Das trifft dem Herrn. Dann, okay, das ist das Zweite, dann wieder das Dritte, und nu haben wir auf 5, das 8. Dann kommt das 9, dann das 10. Gut, nu war das erste Schubtje, was du nie geboren wird, das dem Herrn bringt. Immer so jeder 10. Und wo wir das von der tun? In der Schaf, was du so 6% verdient hast, wenn der jeder 10% wird geben,
da würden die alle wegen 4%, 5% tollen, wenn wir den wegnehmen dann. Also wir sehen die Welt, die hat so geändert, aus ein striktes, dreies Gebot, das wir das nicht mehr tun. Aber das Prinzip bleibt noch immer. Nun Vermögen. Das hat Meier, gebe Meier. Als du noch ewig geblieben, dann könnt ihr noch geben. Und du erst nur spenden. Das ist ladig. So, Vermögen. Was soll wir hier so noch? Gut denken. Gut denken. Dat als du noch als wie denken, dass es gut ist. Willkür. Was ich will. So dann soll wir hier so wichtig dat ist. Dat ich, krijgt es im Alten Testament, wenn das Volk Israel ist, angehorsam wird, dann denkt an der Tiende zu sein. Das kann nicht mehr nennen. So, was wird bei uns passieren? Wenn wir nicht wollen reich tun mit Gott, da wollen wir nicht reich denken. Wird nicht Willkür sein. Da wollen wir nicht reich denken, da wird nicht reich ankommen. Was sage ich uns, habe ich noch von Prinzip? Wo zu geben? In 1. Korinther 16,2. An jeglichem ersten Tag der Woche lege bei sich selbst ein jeglicher unter euch und sammle, was ihm gut dient, auf das nicht, wenn ich komme, dann allererst die Steuer zu sammeln sei. Wir sollen es geben hier so, als Praxis wieder tun. Regelmäßig einmal geben. Wenn wir das wollen, bis auf einmal geben, haben wir die Arndt, und wir dann den ganzen Klumpen nehmen, na das schon. Aber dann vergeht wir davon. Wir sollen, wo Gott das immer beständig, immer regelmäßig uns darunter erinnern. So dass wir sinntäglich und täglich der Erinnerung brauchen, meine Gemeinschaft mit dem Herrn, so auch das, uns darunter erinnern. Hey, ich sende verhält Hüshola. Ich sende nicht die ihn da. Ich sende nach einmal Gott die wird. Und noch ein anderes Prinzip, was wir über die Evangelien finden, was du hast, und das ist, glaube ich, sehr wichtig zu bedenken, ganz besonders für unsere moderne Zeit in Amerika. Und dort ist das, was wir in der Postgeschichte feiern und feiern, nach Notdorf. Und an dieser Gemeinde in Römer 15, 26, wurde deuten für die Arme in Jerusalem. Immer am sind das von der Notdorf sein. Und Geld soll eine Notdorf sein. Und dann wundern wir, naja, wo wird erst Notdorf? Wir bühen über dem einmal Schmocka, einmal Dera, und ist dort noch alles Notdorf, oder ist auch gleich Meier? So will man einmal das im Gedanken haben. Notdorf. Wogegen? Lass mich ja immer ein bisschen vorbeigehen in der katholischen Kirche. Was ist da so passiert? Die katholische Kirche, die 600, 700 Jahre nur Christus immer anfangen dort Tiende war zu verlangen. Wogegen? Du kommst nicht mehr Geld an. Okay, was wird so passiert? Wie ich mal das wahre Evangelium. Du werden gleich mal wahre Bekehrungen, was da stattfinden. Und was dann? Da wird auch kein Prinzip mehr sein, was an einen Posten wird. Da wird kein Geld mehr hineinkommen. Und durch nicht mehr das Evangelium ist, und durch nicht mehr die wahre Gemeinde ist, da wird das auch weich gehen. Das geht ganz weich. Da wird öte wie tot. Da werden hier und da ganz kleine Grüppchen im Versteck, wo da treue, wahre Gemeindes werden. Und die deuten das nach, weil die katholische Kirche ging ut. Was mussten sie dann? War das Train Gesetz. Wenn der Löwen sich nicht mehr bewegt, dann macht das Gesetz. Und dann deuten sie dort, über dem, den sie auch verlangen, den mussten das geben, weil nicht, dann deuten sie ein Utschlüten mit der katholischen Kirche. Was bedeutet? Dann können sie ihn behandeln, so sie wollen. So, was sage ich uns dort? Was ist mit der katholischen Kirche passiert? Was wollen sie dort? In Offenbarung fing wie du so, diese Vers 18,3. Denn von dem Wein des Zorns ihrer Hurerei, und du, der katholische Kirche ist ein Pott von dort, haben alle Heiden getrunken und die Könige auf Erden haben mit ihr Hurerei getrieben. Also, unabrechtig. Also, dem Herrn gegenüber antrü. Und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Wollust. Du sind Verbrechen sehr reich geworden. Mit dort, wo die katholische Kirche den Krieg in der Städten da, um die Juden sein Uteruden. Das ist ein sehr pitcher Ding. Das steht alle geschrieben in ihre Bücher. Das ist Tatsache. Das in Philipp Meyer bediente Schrift steht. Wir werden hier noch ein Vers nehmen. 17, Vers 4 und 5. Und das Weib,
Das ist alles, was sich verbunden hat mit dieser falschen Religion, der katholische Kirche damit an, war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und edlen Steinen und Perlen und hatten einen goldenen Becher in der Hand, voll Gräuel und Unsauberkeit ihrer Hurerei. Und an ihrer Stirn geschrieben einen Namen, ein Geheimnis, die große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Und was sage ich hier so? Und ich sah das Weib trunken von dem Blut der Heiligen. So, das ist wieder Bild von dir, was wir mit dort Geld zu tun haben. Nicht checken in so einer Stadt, alle Kirchen nehmen, von ich einmal, wo Strom sind die Gebiete? Wo leben die? Was tun die? Und was ist doch die Zeit einmal euch in der Kirche? Dann soll wie du so, was kann passieren, wenn dort ich nicht mehr notdürf ist. Wenn ich spüre die Buchstaben erst und nicht mehr die Yes. Und du wegen, die Buchstaben tötet, der Geist macht lebendig. Und du wegen, die Motten jässlich sein, um hier so reich prüfen zu können. Was sagt das noch? Ein anderes Ding, was wir sollen behalten, was wir nicht sollen sehen, dort ist das. 3. Johannes, der 7. Vers, sagt Jesus ist das. 3. Johannes, der 7. Vers. Denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen und nehmen von den Heiden nichts. Diese Evangelisten, die haben nicht nur ein paar bei der Regierung gefragt, ihre Mission zu treiben. Das ist, was wir nicht brauchen. Wir brauchen nicht das Geld von den Weltmenschen, sie zu evangelisieren. Dafür sind wir verantwortlich. Der Notdurft niemand anderer. So, nun sagen wir, okay, Alte Testament ist ein sehr feines Prinzip für das Tiende. Wogegen brauchen wir das noch so dort? Wir haben nicht dort gesagt, nicht dort Gebot. Also Gebot ist das ein Befehl, du musst so und so. Wogegen das passt nicht mehr zu dieser Zeit. Wogegen, dann wo wir machen, der 20. Part und der 30. Part und das 40. geben. Wenn das wir im Alten Bund auch. Wir sollen mit der Fundation das jetzt gar nicht so buchstäblich anzupassen. Deswegen sollen wir das mal jässlich. Und das nächste Ding, wenn wir uns feststellen, jemand, der kann nicht geben. Der hat noch niemand gegeben. Und man bezieht sich. Wo wird deine Idee kriegen? Als er 20 Peso oder 2000 Peso nicht geben war. Hier soll nicht eine Klage sein, für das Mann, was veranlagt ist. Oder wir wollen ein Kirchengebiet bauen. Oder du sollst ein Schulgebiet. Oder wir wollen diesen Lehrer betonen und so wieder. Wo kriege ich eine Idee, wo vielleicht geben will? Sondern was vielleicht das dort kommt, was dort nicht gewarnt ist, ist dort. Soll ich 20 geben oder 2000? Merkst du einen Unterschied? Oder was du sehr reich ist. Und die sind dort in dieser Welt sehr fertig, im großen Part, die sehr reichen Menschen, die geben weniger. Aus der Mittelklasse. Die Mittelklasse sind die, was das meiste geben, also der Durchschnitt. So, wo kann man dort entscheiden? Zum Beispiel, das ist ein Mann, der wird ein Millionär, in der Stadt. Ein Millionär. Er hat sehr, sehr voll ab. Er redet sehr lieb und wird manchmal Millionär. Ein Tag dann fand er eine Missionsgesellschaft, eine sehr zuverlässige Missionsgesellschaft, fand er diese Hand und er will auch was geben. Und dann fragt er, wenn ich was geben darf, wo tue ich das? Hast du so eine Post, wo wir das veröffentlichen? Dann sage ich, bei uns ist das anonym. Wir tun nicht das veröffentlichen, wir tun das drüber sein zu verwalten. Okay. Gibt noch irgendeine Anerkennung und so wieder? Nein, das ist auch nicht. Das ist bloß freiwillig. Wir geben ein Receipt, dass du hast es gegeben und wir wollen drüber mit dem umgehen. Was du willst geben für diese Mission. Gut, und sie wundern, würden das $20.000 sein, würde noch mehr sein, würde $2.000 sein, oder was würde Ben sein? Das Reklamant, der will was geben. Und ein Tag, nur ein paar Wochen einmal, wird auch ein paar Monate, die Netzwerk, nicht kommt so ein Brief an von diesem Mann. Und er will was geben für diese Mission. Und sie merken den Quark up, und nehmen das Check, und was hast du so buchen? $20. $20 will er auch geben. Ein Millionär. So wie sein Intelligenz. Und wenn ich im Glauben ist, du hast keinerlei, was du driven hat, aber immer du ist. Der Güte, der Haflich, noch das kleine bisschen, wo er von leben, von mir bei der Art,
En hij heeft dat was alle. Dus deze witwe, we had alles hier voor de had. So we zijn dus, voor de uzig als het Oude Testament een zeer schmackes Prinzip. Zoals we al erklärt haben. Dit is de verdienst en dan dat tiende, moet ons moed stark. Sehr feines Prinzip, sehr feine Gedanken, um in Gefall zu kriegen, um eine Idee zu kriegen. So, wir werden mit einem Busig gehen, ich will nach Kart, ein paar Dinge taubfuten. Wir sind besiedelt, sie der Herr immer war, in 5. Mose 16, Vers 17, wenn die kommen, 5. Mose 15 auch, dann dort nicht laarig vor mir kommen. Wenn die mit den Tieren ankommen, das ging zu sein. Das ist der Haft durch 20 Beister. Okay, gut, aber die haben 200 Beister. Haft die, gekriegt das letzte Jahr. 20 bringt er hier an. Und Schubtjes sind durch 50. Okay, da haben 500 Schubtjes gekriegt das letzte Jahr. Da wird alle zu sein. Wir alle up. Mit den Schubtjes kommen hier so, zum Tempel. En die Priester en Leviten noemen dat, verduiden dat dus, zoals dat zullen. Ze leven die ook van dat, zo had God dat bestemd. En zoals dat zijn ze, maar bij sie dort zegt hij, je zal niet laarig te mij komen. Also, al dus zei we dat hoort van de geestelijke zie, dat man daar nog wat geven, uit dankbaarheid, voor zo goed als de Heer was is. En deswegen zei we dat, van der ook als een goede ding, zoals we dat doen. We hebben de almozenkost dus, dat is wat vrijwillig, dankbaarheid, wat we dus onnoemen, zoals dat nemen. En we hebben ook het andere, wat alle geregeld is. Dat is ook voor de nooddurf. Wat jeder einer brengt dat en dat wat we met noemen doen. We vinden dat als een goed principe, als een goede gedanken, wat het te doen. Ben ook te Jesu tijd, dan zeg je, dus Leute reicht dir nicht an, wat de linke dat. Wogegen, du werden twee kosten. Een weer dat vrijwillige, de almozenkost, de andere weer dat tiende, wat ze zo wandelt in geld weer, niet zo? Ze hadden dat nog meer kosten als bis dort. Also, man duurt nach boven en jas, dat is oké. Laat dienen reicht de hond niet zeggen, hey, ik heb al alles die je voor ik zal, wat is nog meer geven? No, want de haze goud is, en ik wil je dankbaarheid, ik zijn je huishouden, zijn niet mint, dan laat dat dus. Dan geven. Zeg je Jezus door Matthäus 6. Wat zei we hier zo nog? Beziet dit, zeg Jezus nach Markus 14,7. Ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Das ist immer die Gelegenheit, all die arme Raum ans ook. Aber beziet dort als nach mal die Frau. Wo dürfen wir dort geben, was wir geben? Weißt du, die irgendwie fühlen sich ein bisschen blöd damit, das alles. Nun Gotteshuis zu bringen. Wat zegt ons het woord? Malachi 3:10 zegt ons dat ze steht. Wo wordt dat aangebracht? Vielleicht haben wir dort noch behouden, wo dat aangebracht wordt. Dat seht ihr so in das Kornhaus. Also bringt dat ons hier aan. De Priester en de Leviten in Erestera, daar haben de Weih, daar haben de Fans, daar haben de Hacker en daar haben ook de Gebiete, de Kornhäuser, wo alles nennen soll. Das sagt, sie bringen aber den Zehnten ganz in mein Kornhaus. So wie im Alten Testament. Bringt dort durch an. Und sie werden verantwortlich, dort wieder zu geben. Was sagt uns das von der? Von der ist es in der Versammlung, in der Gemeinde. 1. Korinther 16,2 sagt, wenn die Tauben kommen, ersten Tag von der Weg, dann soll man das durch. So, man bringt das durch in die Gemeinde, und das sind unsere Diakonen, die diese große Verantwortung feiern, die drüben mit diesen Dingen umgehen, und die haben das so sehr klar gewesen, dass die das anvertrauen tun. En zij schaffen damit en willen door reich met omgaan, dat die gewoon weer vertrouwen houden. Zo, dat zijn zij. En wanneer het meer wordt, dan gaan dat meer de dood te wählen. En komt er nog zoveel aan, dan zijn er dennoch immer Bedürfnisse. Wir zijn dus zoveel, veel meer als man doen kan. Wat er nennt kent, dat je het alle te verwalten. Er is nog niemand er aangekomen dat man niet weet, wohin het dort. Wogegen in deze wereld is zoveel nood. Niet zo? Er is zoveel nood. Goed, we zijn hier zo met al dit, wat het gedaan wordt, im Oudenbund, wat het in de gemeente gedaan wordt. En ik heb gezegd wat in de katholische kerk aangaan deed, wo ze drie nu in je boot ging, dat ze de stad vaderen deed. En toen mag ik hier nog eenmaal teruggaan naar deze hoofdgedanken.
2 Korinther 9, en zo met andere vers de touw, de zijn anstatt, dat wir zijn wellig, wir zijn fröhlich, wir zijn nur Vermögen, nach Gutdünken, Vermögen ist auch, hat wel verdient, dann gebe ich einen Teil. Und dann regelmäßig, dass man das geben wird, wieder der Ernte kommt ja vielleicht bloß einmal das Jahr, dass sie dann auch regelmäßig, einmal das Jahr. Und mit diesen Gedanken den Notdurf. Ich möchte noch von das noch ein Bibelvers lesen, von das mir strecken. Zeigt du so in Philipper 2, habe ich diesen Vers 25. Ich habe es aber für nötig angesehen, den Bruder Epaphroditus zu euch zu senden, der mein Gehilfe und Mitstreiter und euer Gesandter und meiner Notdurfdiener ist. Oder war der Notdurf, was er ist. Apostelgeschichte 4 sagt, nur der Notdurf, was er ist. In Philipper 4 verstehen, in wieder sagt dort, ich bin aber höchlich erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder wacker geworden seid, für mich zu sorgen, wiewohl ihr alle Zeit gesorgt habt, aber die Zeit hat's nicht wollen leiden. Nicht sage ich, dass des Mangels halben, denn ich habe gelernt, worin ich bin, mir genügen zu lassen. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Ich bin in allen Dingen und bei allem geschickt. Beides, satt sein und hungern. Beides, übrig haben und Mangel leiden. Also, der Notdurf, du so. Sie wollen für seine Notdurf, wollen sie sorgen. So noch einmal. Im Alten Testament wordt gegeven wegen wie zijn huishouden. Ons daran te erinnern. Und je dat gezegd, wie dat een bevel en stroefhalig van dat niet gedaan wordt. Im Neuen Testament, du habe ich uns freiwillig vor dem Herrn entschieden und du wegen sei wir los von dit, wo wegen wir können geben, so es das Bedürfnis ist, wir geben nur Vermögen, wir können geben wahrlich, wo wegen wir bringen es nicht unter Tiende. Wer der Meier will geben, der kann Meier. Die Gemeinde auch, durch den Titel, auf einmal dort genommen, okay? Das Tiende, das ist das Wenigste. Kriegst es beim Fall Israel. Und ihre Tiende jinket niemand. Das wird von der Tiende, was fertig. Und der auch freiwillig will, kann ja noch Meier. So, dann soll wir hier so, das Prinzip hier so als, meine Leute zum Herrn soll entscheiden, wo geben darf. Wir sind nicht mehr gebunden und das. Aber aus dem feinen Prinzip eine Idee kriegen. Wofür soll ich denn geben? Was der Reich ist, im Prinzip. So, wir sind aus dem Prinzip erst geblieben, wenn das nicht abgehoben, sondern geistlich dabei erfällt. Was Dinge sind abgehoben, was sind abgeluten und was sind dabei jährlich erfällt. Und die würden hier so machen sein, der Tiende, ja, das was hat abgeluten, was von anderen sie dabei jährlich erfällt. Wogegen, das soll vom Horten. So, das ist kurz abgeführt, wo das Wort Gottes ans du immer sein dat. Und mochte Herr geben, dass wir hier immer nur denken, in besonders 2 Korinther 9, der Versen 6 bis 7, dass wir immer nur denken, was du sein dat, in das Eck dieser Leib, mit dem Herrn Herr, und dass wir so geben, dass der Herr kann meine Haushalterschaft segnen, wenn das alles sieht. Ich will noch durchknallen von Gebet. Und Gott, vor dem Himmel, wo du so reich bist, so sehr viel besetzen das, so viel Hass. Du sagst auch all die Beister, du ein Boy, was du grusen, und das sind Diener. All die nie trägt das, was du bestarbt worden, sind Diener. All die Verbrechen sind Diener. Du hast es gegeben. Kämpf von dir. Du möchtest die Welt, du sollst uns du nennen, als Hausholer. Das Adam und Eva den Garten verwalten, so soll wie das. Wir sind so fertig, so wie glücklich was. Wir haben euch abgepasst in die Negita. Herr, vergib uns du. Und Herr, von der anderen Seite, Herr, help uns zu erkennen, was du von uns bist. Herr, help uns dort, dein jährlich zu verstehen, was das bedeutet hat. Was für eine Verantwortung wir haben als Hausholer und nicht als Eigentümer. Ich danke dir, dass wir in deinem Wort Richtlinien haben, die uns eine Idee geben, eine Richtschnur, und wo du gnädig sein, dass wir du so würden das bechecken und die Frauen, Herr, was du von uns weißt. Herr, wir machen dort dein Wort noch wieder gehen,
wie ein Evangelium, dass die in die Gemeinde können wachsen und wiederkommen. Und er tut das Irdische. Ich danke dir, dass du das alle schenken das, alle geben das und dass du so erregt bist und von diesem Reichtum uns beschenken das. Hab Dank dafür und schenk, dass wir als treue Hausholer einfach fertig kommen und können Rechenschaft auflegen, alles, was wir geschafft haben, dass wir noch immer 5 Cent an der Tür legen können, was du gegeben hast, dass du kannst diese schöne Welt sein, du frommer und getreuer Knecht. Er wirst dir das geben, durch Jesu Christus. Amen. Wir noch singen Nummer 156. Sind wir Unkraut hier in die Erde, hoffet man dann, es soll nicht gedeihen. Wie kann der Speicher werden voll Weizen, wenn er nur der Trost und Kaffee schon? Gott wir ernten, was wir ausstreuen, auf deinen Wandel Apfel und Speck. Was wir hier sehen, bringt reichlich Früchte. Das, was wir ernten, ist wie die Saat. Sehen wir eitel, Dornen und Disteln, Feindschaft und Bosheit hassen die Zorn. Wo bleibt der Raum für Blumen und Früchte? Werden wir pflücken, köstliche Frucht. Gott wir ernten, was wir ausstreuen, auf deinen Wandel auf Früh und Spät. Was wir hier sehen, bringt reichlich Früchte. Das, was wir ernten, ist wie die Saat. Gleich wie der Same, so ist die Ernte. Sünde die Saat, die achtlos du streust. Bring eine Ernte von besseren Leiden, weil seine Torheit schwer du bereust. Gott wir ernten, was wir ausstreuen, auf deinen Wandel auf Früh und Spät. Was wir hier sehen, bringt reichlich Früchte. Das, was wir ernten, ist wie die Saat. Freundlichkeit, Liebe, Tugend und Treue, Taten erzeugt, die ewig bestehen. Segen, Geduld, die Früchte des Geistes, bringt selige Freuden, die nie vergehen. Gott wir ernten, was wir ausstreuen,
deinen Wandel auch für uns spät. Was wir jetzt sehen, bringt glücklich Früchte. Das, was wir ernten, ist wie die Saat. Sehen und ernten. Dat is immer op de school. Een Gleichgewicht. Gut, danke für eine Bemerkung merken. Ich habe nicht gesagt, ich habe was von der Sprache dazu. Es wird sein, diese Männer haben viel mehr Spanische geschafft, die wollen ab Spanisch was verbringen. Sie reden kein Spanisch, klar. Und für die, was Spanisch nicht so verstehen kann, dann bieten wir an, dass was gesagt worden. Dort hängen die Glas der. So, wenn dort ein Spot kommt, alle. Von der Service. Wird nicht ein Problem sein. Gut, da haben wir noch das Hauptneigen für ein Vers, was ein Segen. Der Gott aber des Friedens, der von den Toten ausgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut des ewigen Testaments, unseren Herrn Jesus, der mache euch fertig, in allem guten Werk, zu tun seinem Willen und schaffe in euch, was vor ihm gefällig ist, durch Jesum Christum, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir scheiden im Frieden.